Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu Teil 13 von Sailor Moon Fakten. Ich hoffe, auch heute wird es interessant und ihr lernt etwas Neues. Meine Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Alles klar, legen wir direkt los mit Fakt 1. Die Autorin des Mangas, Naoko Takeuchi, und Osapi, ihr Redakteur, gingen über 100 Sätze durch, bis man sich auf Sailor Moons „Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen" Spruch einigte. Krass. Aber es hat sich gelohnt, denn der Spruch ist sehr ikonisch und berühmt geworden. Und Bonusfakt: Die Handbewegungen, die sie macht, sollten eigentlich auch anders sein. Nämlich wenn sie sagt „Im Namen des Mondes", dann sollte sie mit beiden Armen zur Seite deuten. Das sollte dann so aussehen, wie wenn Kinder sich gegenseitig beschuldigen, wenn sie bei irgendwas erwischt werden. Interessanterweise hat man das in den Musicals so beibehalten. Fakt 2. Man hört ja immer, der Sailor Moon Manga startete 1992, wie auch der Anime. Und ja, das erste Kapitel erschien in der Februar 92 Ausgabe des Nakayoshi Magazins, jedoch wurde diese Ausgabe bereits ab Dezember 91 verkauft. Also genau genommen startete der Manga schon 91. Das wusste ich auch lange nicht. Ich sage trotzdem immer der Einfachheit halber 92. Fakt Nummer 3. Wie ich schon mal gesagt habe, wissen wir, dass Sailor Moon S für Sailor Moon Super steht. Bei Sailor Moon R gibt es allerdings eine ewige Debatte darum, was das R bedeuten könnte, denn wir wissen es einfach nicht. Ich habe aber eine offizielle Quelle dazu gefunden, nämlich das Booklet der Memorial Songbox. Und wie es aussieht, haben wir alle irgendwie recht. Dort heißt es nämlich, das R kann viele Bedeutungen haben: Romance, Rondo, Return und so weiter. So wie ich das verstehe, gibt es also keine eindeutige offizielle Bedeutung, sondern jeder kann sich selbst ausdenken, was es heißt. Übrigens, ein Rondo ist ein sich wiederholender Abschnitt in der Musik, also ein wiederkehrendes Element, was ja auch zur Staffel passt, denn es ist ja die Rückkehr von Sailor Moon. Fakt 4. Es gab einmal einen Wettbewerb, bei dem Fans selbstgeschriebene Songtexte einsenden sollten für ein neues Lied der Super Moonies. Gewonnen haben Andrea und Melanie Frank mit dem Song Die Sailor-Krieger. Dieser wurde auf Volume 8 der Sailor Moon CDs veröffentlicht. Die beiden gewannen außerdem einen Besuch im Tonstudio. Einige andere eingesendete Texte wurden auch im Booklet der CD veröffentlicht. Und kleiner Bonusfakt: Es gab mehrere englische Versionen von Sag das Zauberwort und eine von Kämpfe Sailor Moon. Man hat sich damit wohl internationalen Erfolg erhofft. Fakt 5. Durch die Eternal-Filme ist mir aufgefallen, dass Helios in seiner Menschenform am Ende kein Horn mehr auf dem Kopf hat. Denn normalerweise hat er ja auch in seiner Menschenform eins. Und es kann ja nichts damit zu tun haben, dass der goldene Kristall erschienen ist, weil das Ganze im Manga und damit auch in Eternal anders ist. Dann kam mir aber die Lösung. Das Verschwinden des Horns steht dafür, dass der Pegasus-Fluch von ihm genommen wurde. Das heißt, das Horn ist eigentlich nicht Teil seines normalen Designs, sondern ein Zeichen für den Fluch. Und das wird auch dadurch bestätigt, dass er es in Rückblenden auch nicht hat. Fakt Nummer 6. In Folge 39 des 90er-Animes, in der es ums Eiskunstlaufen geht, macht Sailor Moon einen vierfachen Achselsprung. Und diesen hat unter Wettkampfbedingungen bisher noch niemand geschafft. Nur bis zu 3 Umdrehungen gab es ihn. Also Respekt, Sailor Moon! Fakt 7. Im Sailor V Manga geht es in einem Kapitel um eine Mangaka, die den fiktiven Manga Aurora Wedding zeichnet. Darum geht es um 10 Schwestern, die einen Brautladen leiten, aber in der Nacht gegen das Böse kämpfen. Außerdem wird eine von ihnen immer von einem Typen namens Coattail Mask gerettet oder so ähnlich. Also auf jeden Fall ganz klare Sailor Moon Anspielung natürlich. Und auch die Panels, die man von dem Manga sieht, sind natürlich auch ganz klar die Sailor Moon Silhouetten. Und noch was Ähnliches, das ich hier mal mit dazu packe. In Folge 28 sieht man ein paar Figuren aus Naoko Takeuchis Manga The Cherry Project als Gemälde im Hintergrund, nämlich Cherry, Masanori und Princess. Fakt 8. Folge 181, das Ende von Sailor Iron Mouse, war die, die am wenigsten geschaut wurde, mit einer Zuschauerrate im Fernsehen von nur 4%. Das ist echt schade, denn das ist eine der lustigsten Folgen überhaupt meiner Meinung nach. Und was Wichtiges passiert ja auch. Nummer 9. Gurio Uminos Name kommt von Goody Goody, was so viel bedeutet wie Glubschaugen. Und das passt ja zu ihm.
Fakt 10. Die Mädels der Musikgruppe Momoido Cloverset, die die Crystal Songs singen, haben einen Auftritt im Sailor Moon Musical La Reconquista von 2013. Also sie kommen da nicht live vor, aber werden als Videoclip eingespielt. Sie stellten einen Videospielcharakter in einem Game dar, das die Senshi in dem Musical zocken. In jeder Aufführung ist ein anderes Mitglied der Gruppe dran, also die Sequenzen ändern sich jede Aufführung. Fakt Nummer 11. Für Sailor Star Maker standen unter anderem folgende Attackennamen zur Auswahl: Star Maker Relaxation, Star Maker Strike oder Star Maker Orgel. Und ganz ehrlich, alles davon wäre besser gewesen als Star Gentle Uterus. Und ich weiß echt nicht, warum man sich dafür entschieden hat. Übrigens, mit Orgel meint man im Japanischen eine Spieluhr. Fakt 12. Vielleicht habt ihr schon mal was von den Sailor Moon Vampir Musicals gehört. Wenn nein, dann habt ihr es jetzt. Yuta Mochizuki, der Schauspieler von Count Dracul, sagte, er habe den Charakter an die Figur Armand aus Interview mit einem Vampir angelehnt. Fakt 13 wird etwas länger. Ich denke, es ist nichts Neues, dass es super viele der gezeigten Orte in Sailor Moon auch wirklich gibt. Die alle aufzuzählen würde natürlich ewig dauern, und ein paar Beispiele wie den Hikawa-Schrein oder die Crown-Spielhalle habe ich schon in anderen Faktenvideos genannt, aber ich möchte hier trotzdem noch ein paar nennen, die ich cool finde. Einmal die Asahi TV Station, die Sailor Moon ausgestrahlt hat. Sie kommt in Folge 48 vor, als die Inner Senshi zum Vorsprechen eingeladen werden in gewisse Ashita TV Studios. Nicht nur klingt das sehr ähnlich, sondern es befindet sich auch an einem ähnlichen Ort. Außerdem kommt auch das Toei Animation Studio vor, das Sailor Moon produziert hat. Und zwar als nichts anderes als der Ginga TV-Sender, in dem Galaxia und Co. ihr Geheimversteck haben. Und dann noch was ganz anderes, aber ich nehme es mal mit dazu. In einer Manga-Kurzgeschichte und auch in einem TV-Special gibt es ein Vampirmädchen. Sie lebt an einem Ort, der in der Realität als Kurayamisaka bekannt ist, der Hügel der Dunkelheit. Und man erzählt sich eine Geistergeschichte, die besagt, dass man nachts auf dem Hügel einen männlichen Geist dort auf und ab gehen sehen kann. Gibt es einen besseren Ort, an dem ein gruseliges Manga-Kapitel spielen soll? Übrigens ist dort auch die österreichische Botschaft und auch der Vampir wohnt laut Manga in einer Botschaft, nämlich vom Land U. Und die Nummer 14. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Galaxias Brosche vom Design her stark an Sailor Moons erste Brosche erinnert? Zumindest an die aus dem Manga und Crystal. Und ich denke, das unterstreicht nochmal, dass sie Gegenspielerinnen sind. Fakt 15. Shino Kakinuma, Narus japanische Sprecherin, ist mit dem Sprecher von Hawk's-Eye, also Falkenauge, Toshio Furukawa, verheiratet. Ist das nicht cool? Dabei war es im 90er-Anime doch Tiger's Eye, der Naru angeflirtet hat. Fakt Nummer 16. Zu den Eternal-Filmen wurde ja auch ein Album mit neuen Character-Songs veröffentlicht. Und im Lied des Amazonen-Quartetts namens Welcome to the Circus macht jede der Mädels ein Wortspiel mit ihrem Namen. Es fängt an mit Sede Ceremony, also Sede Sede und Ceremony, dann Para Para Paradise, also ein Wortspiel aus Pala Pala und Paradise, dann Jun Jun Junbi, Junbi bedeutet Vorbereitung, und zum Schluss Bes Besto, also ein Wortspiel aus Best und Wes Wes. Und ich finde, die sind echt clever gemacht, weil sie so in den Text eingebunden sind, dass man es nur bemerkt, wenn man aufpasst. Fakt 17. Ryuichi Kasahara spielte die Figur des Chaos im Musical Eien Densetsu von 1997. Und ziemlich genau 20 Jahre später im Musical Le Mouvement Final spielt er wieder das Chaos, auch wenn man ihn diesmal nur als Stimme hört. Also ich finde das mega cool. Und das, obwohl in dem Musical sonst nur Frauen mitspielen. Damit dürfte er übrigens auch der einzige Schauspieler sein, der sowohl in den alten als auch den neuen Musicals dabei war, soweit ich weiß. Fakt 18. Wir alle haben uns doch sicher schon gefragt, wie zum Teufel man auf das Design vom Ritter des Mondlichts gekommen ist. Wieso plötzlich dieses orientalische Outfit? Nun, wahrscheinlich wurde er von der Figur Gekko Kamen, also Mondlichtmaske, inspiriert. Das ist ein bekannter japanischer Superheld, der in vielen Filmen und Serien vorkommt. Unter anderem kommt er im Ghibli-Film Meine Nachbarn die Yamadas vor. Und ich finde, die Ähnlichkeit im Design ist groß.
Nummer 19 hat noch etwas mit realen Orten zu tun. Die Infinity-Sandbank, auf der die Infinity-Akademie steht, gibt es auch wirklich. Es ist eine künstliche Insel in der Bucht von Tokio namens Tennozu-Insel. Und auch ein Gebäude, das genauso wie die Infinity-Akademie aussieht, gibt es dort. Das ist aber noch nicht das eigentlich Krasse. In der Nähe gibt es den Ebada-Schrein, von dem die Insel ihren Namen hat. Er ist der Gottheit Gozu Tenno gewidmet. Das ist ein anderer Name für Susanoo, welcher als erster die 3 Throninsignien erhielt. Diese wiederum kennt man im Sailor Moon-Universum als die 3 Talismane. Also ich weiß, es war jetzt etwas kompliziert, aber die Kurzfassung ist, die Insel ist nach dem Typen benannt, der die 3 Throninsignien, also die 3 Talismane, als erstes hatte. Ist das nicht eine krasse Verbindung der Outer Senshi mit diesem Ort? Und unser letzter Fakt für heute. Die Schauspielerinnen der ersten Musical Inner Senshi entstammen der Idol Group Sakurako Club, zu dem es auch eine Fernsehshow gab. Diese Inners-Gruppe sang später unter dem Namen Moonlips auch den Intro-Song von Staffel 3 und 4 und natürlich das Soldier. Interessanterweise stammt auch das Duo Key West Club aus dem Sakurako Club. Erinnert ihr euch noch, wer das war? Das waren die beiden, die die Prototyp-Version von Moonlight Densetsu gesungen haben. Dieser Song ist ja dann gefloppt und dann hat man ihn für Sailor Moon umgeschrieben. Also ich persönlich finde das echt interessant und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Fakten ihr am interessantesten fandet. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat!